Guess who's back, bitches? Wir sind wieder zu Hause, guck's dir an. Der Fletzer kommt schlafen mit Alices Katze. Wo warst du überall dabei? Du warst... Nirgends? Nee, doch. Doch, hier. Wann hängst du ein Bild von mir auf? Habe ich über dem Schlafzimmerbett. Was steht an? Endlich mal wieder. Ja, letzte Woche stand Kölle an. Ihr habt die Fieber auseinandergenommen, ihr habt es in den Videos gesehen. Das war ja völlig geisteskrank. Es haben sogar welche kommentiert, Alice ist richtig aus sich rausgekommen. Was war denn da los? Hä? Warte mal, liegt es vielleicht daran, dass du jetzt auch unter die Influencer gegangen bist, dass du so ein bisschen dich öffnest? Die macht einen guten Job, muss ich sagen. Es sind ganz schön viele Personen zu ihr gekommen, nämlich bei der FIBO. Der aus mal ohne Scheiß, ey, du siehst richtig massiv aus. Also wir können ja mal auf die Waage stellen. Ja, das bitte. Ist jetzt natürlich nicht das Gewicht. Für alle, kleiner Tipp am Rande. Wiegt euch immer morgens, nachdem ihr auf der Toilette wart, immer nüchtern. Am besten auch gleiche Uhrzeit, wenn ihr schafft, morgens aufzustehen, dann habt ihr immer das gleiche Gewicht. Aber jetzt gucken wir mal hier. Ist geil oder schön, oder? Stabil. Magus, ich gehe in die offene. Hier, wie King Ronnie schon sagt, Masse ist Macht. Pre-Workout Meal, ist das schon ready hier? Kann ich das? Oder ist das? Alice macht das immer sehr. Sie mag ja, dass wenn das Whey noch nicht vermischt ist, irgendwie. Ich häufe das Whey einfach da drauf und dann isst die das so, als wäre es Mehl. Also. Es gibt einen Grund, warum er so aussieht, wie er aussieht. Ja. Ich bin für jegliche More-Backweiber-Rezepte das Versuchskaninchen. Meine. Ich verfolge jetzt nicht den Content der anderen More-Backweiber. Ich mache seit 1,5 Jahren so Thunfischbällchen und jetzt haben das die More-Backweiber gesehen und sagen, das ist ihr Rezept. Dabei ist das mein Rezept. Da gibt es schon richtig Klick, ja. Das sind meine Thunfischbällchen. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, weil viele fragen immer auch nach neuen Full Day of Eatings. Und ich mir immer denke so, was soll ich euch jetzt zeigen? Also ich habe einen neuen Plan gekriegt. Und ich muss euch eher mal zeigen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ich mal so ein Cheat Meal oder so essen gehe. Ich glaube, Oh ja. das macht um einiges mehr Spaß, weil der lange und treue Zuschauer kennt die Plörre. Genau gleich. Das typische Pre-Workout. Ich kenne auch den Messbecher mit Salz. Also es ist ganz klassisch, wie immer und wie es auch schon immer war. Der Reispudding von Vario. Da kommt jetzt noch das Final Protein Line. Die einzig neue Edition ist hier einige von diesen weißen Dosen. Bei ESN gibt es Neuheiten, zum Beispiel unser neuer Geschmack Dark Cookie Salted wie heißt's, Caramel. Davon gab es mal so ein Flavor and Taste, das war schon übertrieben nice. Jetzt gibt es dazu das Whey. Könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen, Freunde, aber mein Alltime Favorite bleibt auf jeden Fall der klassische Cinnamon Cereal Lover mit Zinnteppich in Kombi, das Beste. Das ist auch mega stark, das ist so Raffaello-like, aber nein, wir haben es nicht mehr da. Ich habe gerade das Final Lemon gesucht. Schatze, haben wir noch Lemon Protein? Nein. Wo ist es? Gegessen hier. Lemon ist nicht da und deshalb müssen wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ab. Jetzt hör auf. Ja, okay. Schlag mir nicht auf den Kopf. Das hast du bei der FIBO schon ein paar Mal gemacht. Das haben wir auch Leute geschrieben. Also ich will sagen, wir haben uns gestern geprügelt im Bett und er wiegt 125 Kilo. Ich wiege weniger, deutlich weniger. Die müssen jetzt auf YouTube nicht werden. Und dann hat er mich so verprügelt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich bin schon rot angelaufen. So wie die More-Backweiber jetzt machen würden mit Magen. Alter, wir müssen jetzt aufhören mit den More-Backweibern. Falls jemand von euch das hier gesehen hat, bei mir im Schrank. Bevor ihr denkt, ich mache hier sonst was. Wir sind ja mal ziemlich viel auf Reisen. So marschieren wir dann meistens zum Flughafen. Das sind dann sozusagen meine Subs, die ich nüchtern nehme, wie Kurkumin und so, weil Kurkumin solltet ihr auf nüchternen Magen nehmen, Robenzym und so Geschichten. Und dann habe ich natürlich noch die Päckchen für den Abend mit Melatonin und Omegas und so. Also Vorbereitung ist die halbe Miete. Und so sieht das Ganze hier aus. So eine Brownie-mäßige Konsistenz. Natürlich darf man ihn auch wieder ausrollen heute. Habt ihr noch irgendwann mal dein eigener Zimt? Das wäre mal an der Zeit. Das wär mein Goal auf jeden Fall. So sieht auf jeden Fall eine gesunde Beziehung aus.
Weißt du, nee, entweder setzt man sich halt bei uns aufs Fahrrad und macht Cardio oder an den Schreibtisch und arbeitet. Die 2 Optionen hast du. Klingt nur ein geiles Leben. Das sind schon neue Sticker hier, seit ich da war. Sagen, es wird immer mehr. Wo haben wir die dümmsten 120 € unseres Lebens verballert? Auf dem Weg zum Königssee. Madame holt eine Vignette. Ich so, ja, klebst du halt noch auf. Und ich so, nein, das braucht man nicht. Machen wir das doch nicht aufs Auto, das kleben wir da nicht hin. Österreichische Polizei steht am Straßenrand. Wo ist die Vignette? Für nicht an der Scheibe Vignette will er 120 €. Schönen Urlaub, adios. Was hast du denn gedacht, was man mit der Vignette sonst macht? Die hat die wie so eine Parkscheibe vorne reingelegt. Noch ein so ein Ding und Urs und ich fliegen alleine. Ja, ihr würdet nie ankommen. Jetzt gleich. Wir würden nie ankommen, das mag sein. Aber was auf jeden Fall ankommen wird, ist der Pre-Workout V-Steak, der ist zurück. 3 Wochen gab es immer eine B-Kombo, dementsprechend leer ist auch der Nootropic schon. Gerade in Phasen, wo ich zu wenig Koffein verwendet habe, ein geiles Ding, gerade auch abends kann man sich gut in den Helm kitten und kann danach gut schlafen. Sehr wichtig. Meta X ist zurück. Fangen auch mal mit 6 Gramm an. Dritte und letzte Komponente, Nitro X, ja. 30 Gramm. Damit auch der Latt aufgepumpt ist bis zur Ausschritze. So, was gibt's bei dir Pre-Workout, Alicia? Mein Every Workout ist aber aktuell der Wer hat es ab und zu gemischt mit seiner Plörre? Wartenstahl. Übel, gell? Grantiges Backweich. Ich sag's mal, einer in die neuen Shirts hier. Ich habe 3 Shirts bekommen, weil ich so eine tolle Frau habe, die heute noch nicht gewaschen hat und sonst auch. Dass ich die letzten Tage jeden Tag 2 Waschmaschinen gewaschen habe. Meine Mom hat meine Waschsachen innerhalb 2 Stunden gewaschen. Ich bin halt pro Umwelt. Meine Mom ist pro Us. Immer jetzt mal. Nee, ich rufe jetzt meine Mama an. Aber meine Mom hat keinen Bock auf mich. Deine Mom will dich. Oh, musst du doch bei mir bleiben. Sag mal, die stehen einfach auch das ganze Jahr über da, oder? Besten Schlappen. Gib uns mal den Signature-Move. Nein, das kommt gerade nicht so aus mir raus. Ich hab schon gedrückt. Oh nee. Das ist einfach zu dick, oder? Fett, Alter. Hier ist Captain Jack Sparrow. Ja, jetzt soll ich mal, wenn ihr denkt, dass ich jetzt fett bin, dann zeige ich euch jetzt mal. Also, jetzt kommt ein Bild aus meiner Peak-Off-Season. Der Trucker-Vergewaltiger-Look. Sieht's dann halt aus, wenn ich shredded bin. Wenn ich mal irgendwie verfolgt werden sollte, nicht gerade in der Off-Season, dann muss ich mich einfach noch runter shredden, an den Bart wegmachen. Meine Mama ruft mich an. Ja, hi. Hast du angerufen? Ja, klar. Ja, super. Wir sind alle zu dritt hier. Ose und Kaje und Sergej. Super, liebe Grüße, Andy. Was würdest du davon halten, wenn ich zurück nach Hause komme und bei dir wohne? Nix. Würde mich freuen. Und würdest du mir auch meine Mahlzeiten vorbereiten? Nicht ganz. Ich komme nicht, Mama. Nein, schon, aber das ist ein bisschen zu viel. Mission. Auf Mission. Alice, wir werden heute die 140 gebeugt. Ich mache heute Schultern. Oh shit, wir werden heute die 40 Kilo gepresst. Mindestens. So ist das. So, heute knackiges Rückentraining, wie schon vorher angesagt. Mittlerweile wird sich mein Split auf 10 Tage streuen oder auslegen. Und heute ist der Big Bag Day. Denn Rückenarme wollen wir verbessern, sprich der ganze Split, die Trainingsroutine ist darauf ausgelegt. Beste Überzugvariante. Wichtig, wenn ihr einzelne Übungen macht, lasst euch dazwischen drin ein bisschen Pause, atmet durch, dass ihr auch auf beiden Seiten gleich 4 Reps schafft. Wenn man direkt zur anderen Seite springt, ist da irgendwann so ein Latt auf der rechten Seite. Die linke Seite sieht schmal aus. Wichtig ist mir die Progression in der Off-Season. In der Diät bin ich ja manchmal so, oder letzte Vorbereitung habe ich gesagt, ich track mal eine Weile gar nicht, weil es dann einfach besser für den Kopf war. Aber jetzt im Aufbau, wo ihr genügend Überschuss habt, sprich genug Nahrung, ihr immer ausgeruht seid im Normalfall, ist es wichtig, euch da progressiv zu steigern.
Und da ihr das direkte Ziel, wie den Wettkampf in der Vorbereitung im Aufbau jetzt nicht habt, sondern so dieser Aufbau trotzig oft einschlendert, ja, ist so ein Logbuch auf jeden Fall essentiell und kann euch da helfen, lange Progress zu machen. Und ich bin jetzt vielleicht schwer geworden, aber dementsprechend geil ist auch der Fortschritt. Weil jetzt sehen wir hier, ich muss sagen, wir waren jetzt auch zwei bis drei Wochen viel unterwegs und dementsprechend habe ich da jetzt nicht mitgeschrieben, weil wenn ihr immer an einem anderen Gym seid, macht das wenig Sinn. Aber jetzt hier den Fortschritt zu sehen, ist schon geil, den man da trotzdem macht. Dementsprechend kann es da so weitergehen. Jetzt wird es ganz speziell hier. Das ist ein neues Gerät, was wir hier im Sport haben. Cybex Eagle Row. Und so finde ich die, wenn man die so macht, finde ich die irgendwie beschissen, also nicht so geil. Ich mache die ziemlich speziell und zwar setze ich mich hier fast schon schräg rein. Ziehe dann halt so. Und das Krasse ist, der Ellbogen bleibt hier, wenn ihr so zieht, die ganze Zeit am Körper. Und wir haben jetzt sowas wie Kurzhantelrudern nur viel effektiver. Und es geht geisteskrank auf dem Lat. Wenn man den Lat ja auch anatomisch anguckt, schlingt er sich so um die Rippen rum sozusagen. Und das heißt, jetzt egal, ob wir die erste Übung, Überzüge, so ein bisschen schräg stehen und die machen, trifft das Ganze halt den Lat viel krasser. Und dementsprechend ist die Übung jetzt so voll perfekt und vor allem geht die Bewegung geht geführt hier nach unten, sprich die Schulter wandert euch nicht hier weg, sondern die ist schön unten und so arbeitet man halt perfekt in den Lat rein. Und ich glaube, mit der Übung hier jetzt beim Olympia einen dreckigen Lat geben. Also, ist auch wie ein bisschen wie daheim früher im Garten, wenn Mutter gesagt hat, Rasenmähen. So ähnlich ist die Bewegung auch hier, den Rasenmäher anschmeißen. Es fühlt sich echt gut an, jetzt wieder so Power zu haben nach 8 Monaten Prep, wo man eigentlich gegen den Verfall ankämpft und wirklich den Muskelaufbau hat. Die ersten Wochen vielleicht schon noch, aber irgendwann dann nicht mehr. Es ist echt geil und macht Spaß, vor allem auch wieder richtig progressiv zu trainieren. Hast du gerade leichter gesteckt? Ja. Nee. Das sieht der Markus aber nicht gern. Alter. Der hat gesagt Full Stack und reinrudern, aber nee. Auch da musste ich, oder habe ich ein bisschen umgedacht und seitdem wächst gerade Rücken und Arme deutlich besser. Seitdem du was anderes gedacht hast. Seitdem ich leicht trainiere. Nee. Ja, ist auch immer so, ich hasse es immer zu sagen, dass ich Rücken leichter trainiere, weil viele dann denken, okay, Urs sagt Rücken leicht trainieren, mache ich auch. Es ist nicht leicht, es ist halt für mein individuelles ein bisschen leichter als sonst, dafür aber mit einer extrem kranken Ansteuerung, mit einer perfekten Ausführung. Und ich sag's euch, alle da draußen, die erst mal in den ersten 3 bis 4 Trainingsjahren sind, nehmt euch meine Videos nicht zu sehr zu Herzen. Das will ich auch sagen, weil ich oft sehe in Gyms, in meinen Stories, wo ich markiert werde, dass viele die ganzen Übungen auch nachmachen, was zu einem gewissen Teil auch gut ist, aber die ersten 3, 4 Jahre müsst ihr Grundmasse aufbauen, macht eine vernünftige Kniebeuge, macht auch Kreuzheben, macht auch Rudern, Schweres und so, Kurzhantel, Langhantel, alles muss dabei sein, um erstmal richtig Grundmasse aufzubauen. Bei mir, wie gesagt, geht es um Kleinheiten, da geht es nicht mehr darum, jetzt noch, keine Ahnung, die gesamte Physik aufzubauen, sondern eher die Details, wie jetzt den Rücken, die Arme auszuarbeiten, um alles möglichst proportional zu machen. Und deshalb nicht in den Feinheiten verlieren, am Anfang alles nicht verkopfen, nehmt irgendeinen Split, der euch Bock macht, fresst ordentlich rein, müsst nicht unbedingt Kalorien zählen, lädst euch einfach rein, fresst ordentlich und trainiert schwer und richtig, oder in dem Fall, in eurem Fall halt so schwer
wie geht mit guter Technik. Und dann werdet ihr wachsen, Jung. Also Pfeil nach oben heißt immer nächstes Training schwerer. Und das freut mich zu sehen. Da können meine Nackenfalten noch so dick sein, wenn ich sowas sehe, ist mir das egal. Die Spülmaschine da, die Teller da rauszuräumen. Hat sie gerade Hals-Maul gesagt? Ja. Mama. Legende. Wollen wir den Rasenmäher mal anschmeißen hier? Jetzt und wäre eigentlich am Kabelrudern gekommen, aber ich habe mir die überlegt, ich mache jetzt wieder die Chest Supported T-Bar, aber das Problem bei der war, die letzten Wochen war das Ding kaputt und ich habe eigentlich daheim, als ich mein Training vorgeschrieben habe, schon im Kopf überlegt, ja gut, die wird wahrscheinlich immer noch am Sack sein. Deswegen mache ich Kabelrudern, aber jetzt funktioniert die und da ich später noch T-Bar-Rudern mache und da schon viel der untere Rücken drin ist, nehmen wir hier den unteren Rücken raus, attackieren hier den oberen Anteil und fetzen hier durch. Es gibt einige, die trainieren noch mit klassischer Musik, was ich gut finde. Denn wenn du so Hype-Up-Musik hörst, dann weichst du das Gewicht halt irgendwie. Und bei klassischer Musik, das macht der Jordan Peters zum Beispiel. Motherfucker hebt 350 Kilo auf Johann Sebastian Bach. Das ist halt auch schöne Contraction, aber in meiner Playlist ist es auch nicht vorhanden. Ich brauche schon Action. Ich habe die immer zu schwer gemacht, immer egomäßig. Auch immer 20er draufgepackt, dann kannst du noch einen halben Weg ziehen und dann halt alles so gezogen. Und jetzt versuche ich es halt komplett aus dem Rücken zu ziehen. Seitdem ich das mache, habe ich da eine brutale Ansteuerung, einen kranken Pump und dementsprechend auch guten Wachstum. Wenn der untere Rücken zuläuft, dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr befindet euch im Aufbau. Jetzt kommt die Spezial-Row, die Kienzl Spezial-Row für meinen Lattansatz. Von dem brauchen wir auf jeden Fall auch mehr. Deswegen halte ich jetzt die Schnauze und mache die Übung. Super. Bis später. Ciao, Markus. Heute hat es für die Umarmung nicht mehr gereicht. Zu viel Küsse. Ich stink voll und das will ich Egal, nicht fahren, ich stink noch mehr. Das übel, wir stinken da beide. Alles klar, Bruder. Letzt. Digga. Jetzt folgt die letzte Übung, wollte ich sagen. Und zwar ein Supersatz aus Lat Pulldown und Klimmzügen. Und ja, davon scheppern wir jetzt noch welche weg. Und dann passt dieser
Trotzdem bin ich, wenn ich jetzt wieder mache, meine Übung, ja, irgendwie schaffen geworden. Ich glaube, so zwischen und so, wir springen so ein bisschen, das macht was mit. Geht nicht? 120 Kilo Masse machen sich bemerkbar. Jetzt mache ich da drüben noch ein Dropset. Dann ist gut. Noch eine Übung hinter der Schulter. Gut, passt wieder. Komm, beiß dich durch. Na gut. Das war's. Das war's. Wir sind durch für heute. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie es aktuell aussieht und wie aktuell hier trainiert wird. Morgen geht's wieder weg. Ja, ziemlich viel unterwegs gerade, aber umso mehr freue ich mich, immer mal wieder hier zu sein und zu trainieren, Gas zu geben und ja, euch da draußen auch auf jeden Fall wieder Material mit auf den Weg zu geben. Das wird es jetzt aber in Zukunft nach wie vor wöchentlich geben und Freunde, ihr könnt gespannt sein, werden coole Sachen kommen. Ich bin durch, ich brauche was zu essen. Adios amigos. Alicia wartet. Jetzt gibt's Haue, wenn ich nicht in 20 Minuten heim bin.